In Zeiten des globalen Wandels, der Umbrüche, ergeben sich ganz oft auch drastische Veränderungen im persönlichen Leben. Wann ist es an der Zeit, einen Coach hinzuzuholen und wann darfst du dich einfach auf dich selbst besinnen? Zwei Sprüche fallen mir zum Thema ein, die aus meiner Sicht beide ihre Berechtigung haben. Der eine kommt aus dem Zen-Buddhismus und vielleicht hast du ihn schon gehört, denn es ist ein geflügeltes Wort. Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Und der andere Spruch stammt schon aus dem 17. Jahrhundert von dem deutschen Dichter Justus Georg Schottelius. Mensch, hilf dir selbst, dann hilfet Gott mit. Jetzt darfst du dich fragen, welchem Spruch möchte ich denn folgen? Jahrelang war ich in Firmen unterwegs als Trainerin und Coach und habe jede Menge Erfahrungen dabei gesammelt. Und natürlich habe ich mich auch selbst als Coach ausbilden, weiterbilden lassen und dazu gehörten auch persönliche Coachings für mich. Das ist das eine. 2016 habe ich ein Experiment Selbstcoaching gestartet und habe mir dafür 10 Jahre gegeben, um einfach mal zu schauen, was bewirkt Coaching zum einen, was bewirkt Selbstcoaching zum anderen und welches ist wofür gut geeignet. Wann ist das Bedürfnis nach einem Coach immer ganz präsent? Immer dann, wenn ich mich in einer irgendwie ausweglosen Situation befinde. Ein guter Coach wird sehr wohl unterscheiden können, ob derjenige, diejenige, die sich an ihn wendet, eher einen Coach benötigt oder einen professionellen Therapeuten. Wann sind nach meiner Erkenntnis Coaches sehr gut, um einem Klienten helfen zu können? Genau dann, wenn es darum geht, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf vorrangig mentaler Ebene zu verbessern, zu vergrößern. Jetzt kannst du, wenn du Coach bist und hier zuhörst, vielleicht aufschreien, nein, insbesondere dann, wenn es um die Gefühlsebene geht, bin ich der perfekte Coach. Ja, du musst dem nicht folgen, was ich hier sage, denn ich bin auch nicht der Guru und habe meine ganz persönliche, individuelle Brille auf das Geschehen. Ich mache ein kurzes Beispiel. Ich hatte jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang, mit massiven Rückenbeschwerden zu tun. Es half nichts, weder Medikamente noch Physiotherapie noch begleitende Psychotherapie noch Akupunktur, Akupressur oder ähnliches. Dann fiel mir das Büchlein in die Hände, die 5 Tibeter. Und da wurde versprochen, dass Rückenschmerzen dann der Vergangenheit angehören würden. Ich habe mir das Büchlein gekauft und mir gedacht, selbst ist die Frau, habe es aufgeschlagen und immer wieder Blick hin und her, versucht, mir die 5 Riten beizubringen. Ja, Fehlanzeige, ist mir nicht gelungen. Dann bin ich auf eine 5 Tibeter Trainerin gestoßen und habe mich direkt auch selbst zur Trainerin ausbilden lassen. Das heißt, es ging hier um das absolute Kontrollieren dessen, was ich an Bewegungsabläufen hatte. Und in einer Gruppe war das dann fantastisch möglich. Das heißt, es ging darum zu schauen, wie sind meine Bewegungsabläufe, wo schleichen sich Fehler ein, die letztlich dazu führen, dass der gewünschte Erfolg ausbleibt. Ähnliches empfinde ich auch sehr hilfreich bei Coachings zu jeglicher sportlicher Betätigung oder auch wenn es um Marketingstrategien geht. Zum Beispiel
Das sind natürlich nur ganz wenige Beispiele aus der riesengroßen Palette der Möglichkeiten, wann ein Coach aus Fleisch und Blut sehr hilfreich und unterstützend ist. Lass uns jetzt zum Thema Selbstcoaching kommen. Und ich habe mittlerweile 7 Jahre Erfahrung damit. Selbstcoaching in Kombination mit Inspiration von außen ist aus meiner Erkenntnis und Erfahrung immer dann gut, wenn es um dein Innenleben geht, um dein Seelenleben. Wenn es nicht darum geht, einen Einpeitscher zu brauchen, der dich ins Tun bringt, sondern wenn du eine innere Motivation hast, etwas in deinem Leben zu verändern, weil es deiner Seele gut tut. Woran merkst du, dass es soweit ist? Und da gibt es aus meiner Erfahrung 3 Kriterien. Das erste Kriterium ist, du fühlst dich zunehmend ausgelaugt, als würde jemand dir permanent Energie absaugen. Und du hast schon medizinisch alles abklären lassen, das setze ich mal voraus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du hast das Gefühl, dass noch viel mehr möglich ist für dich, dass du sozusagen die PS einfach nicht auf die Straße bringst und das, obwohl du auch mit Hilfe von Coachings, von Lernen, von Lektüre und so weiter alles versucht hast, um das, was dir nicht stimmig erscheint, ins Lot zu bringen. Und als drittes, du spürst eine tiefe innere Sehnsucht nach was auch immer in dir, die dir sagt, es geht noch mehr. Ich habe noch nicht erfüllt, was ich in diesem Leben für mich erfüllen möchte. Wenn du eines der 3 Dinge bei dir positiv bemerken kannst, dann hilft nach meiner Erkenntnis und bisherigen Erfahrung kein Coaching im Außen durch einen Coach aus Fleisch und Blut, sondern dann hilft dir Selbstcoaching. Was meine ich mit Selbstcoaching? Damit meine ich, du bist auf deinem Weg des Erwachens, des spirituellen Erwachens so weit vorangekommen, dass dir klar ist, Innenschau, mit dir im Reinen sein, deinen inneren Frieden finden, ist jetzt deine vorrangige Aufgabe. Und dabei helfen dir aus dem Außen Inspirationen. Und jegliches, was dich triggert, ist so eine Art Inspiration. Jegliches unangenehm empfundene Erlebnis ist ein Trigger, der dir klar macht, wo deine Baustellen sind. Ein Coach wird dir sagen, aber ja, dein blinder Fleck beschrieben im Johari-Fenster. Hier in meinem Büchlein, wie Selbstcoaching gelingt, habe ich das genauer beschrieben. Der verhindert und so weiter und so weiter. Nee, wenn du an diesem Punkt angelangt bist, dann kannst du die Zeichen aus dem Außen für dich richtig interpretieren und verinnerlichen und insgesamt für deinen Entwicklungsweg nutzen. Zusammengefasst kurz Folgendes: Sowohl das Coaching als auch das Selbstcoaching haben ihre Berechtigung, je nachdem, wann für dich, wofür der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Und insofern haben auch die beiden anfangs genannten Sprüche aus dem Zen-Buddhismus zum einen, von Schottelius zum anderen ihre Berechtigung. Schau, an welchem Punkt du dich befindest. Lass dich, wenn du auf dem Selbstcoaching-Weg, auf dem Erwachensweg angekommen bist, inspirieren und die Erfahrungen für dich nutzen. Und Unterstützung gibt dir gern auch
mein Büchlein, das verlinke ich auch hier unten drunter noch einmal. Wünsche dir viel Erfolg beim einen oder anderen, eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.